Moin und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf dem Kanal. Wir reagieren mal wieder auf TJ. Es geht wieder um Elon Musk. Der Titel des Videos ist: Elon Musk wurde wieder beim Lügen erwischt. Wir haben auch schon auf das erste Video dazu reagiert. Das war sehr stabil. Bei TJ ist ja immer so eine Hit- und Miss-Situation. Schauen wir mal, wie dieses Video wird. Ich habe aber es nicht geschafft, das andere Video hochzuladen. Ich schaue, dass ich das die Tage vielleicht dann mal auf dem Regenbogengerman hochgeladen bekomme. Das ist so der Kanal, wo in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen die Reactions hochgeladen werden, meist komplett uncut. Wo ich nicht dazu gekommen bin, die zu schneiden, weil ich schaffe tatsächlich nur 3 Videos pro Woche, neben dem ganzen anderen Kram, den ich auch noch machen muss. Aber gut, gehen wir über. Wir haben jetzt schon einen Ladekringel und dann schauen wir mal, was TJ uns zu sagen hat. Hat Elon Musk den Lurk-Girly-Move gemacht? Oh, das ist peinlich. Es gibt gerade unzählige Artikel über das Thema. In Amiland Schlag. Das ist doch okay. Er reagiert jetzt auf was, also auf was ziemlich Altes, weil das ist ja tatsächlich schon bewiesen vor Monaten, dass Elon Musk mehrere Fake-Accounts hat, mit denen er sich selber antwortet und sich selber hochfeiert. Schlagen die sich die Köpfe ein, um darüber zu diskutieren, ob Elon Musk sich mit einem Zweitaccount selber verteidigt, sich mit Kritikern auf Twitter fetzt und sich auch selber lobt, was für ein toller Mensch er ist. Wirklich wird heute wieder ein kompletter Fiebertraum mit sogar einem noch fieberigeren Plot-Twist am Ende. Wirklich, den habe ich in der Recherche nicht kommen sehen. Aber erstmal das Wichtigste zuerst, weil ihr habt euch auch die Köpfe drüber eingeschlagen, was das nächste Mic sein soll. Es gab Vorschläge wie, ich bin für ein B-Plug-Mikrofon. Starkes Video, by the way. Danke. Nächstes Mal ein Fahrradreifen als Mikrofon. Wieder zurück zum Holzschnellerbrett. Sollte ich mal ein Holzcam-Placement haben. Meine DMs und E-Mails sind offen. Aber es gab auch einen Kommentar, der halt auch am meisten zum Wetter passt. Calippo Eis als Mikrofon würde crazy gehen. Gut, dass es halt nur die Pappe ist. Naja, also ich würde tatsächlich sagen, Shotgun-Mikro lässt sich überall wunderbar hinstellen. Ich weiß, die Dinger kosten richtig viel Geld, aber gerade bei dem Setup würde das halt unglaublich clean sein und er hat ja eigentlich nichts im Hintergrund, was irgendwie Störgeräusche verursacht. Ich meine, er hat die Holzpaneele im Hintergrund, er hat oben diese komischen Matten, die ich jetzt bei mir abgerissen habe, weil die nur bedingt was bringen. Das Einzige, was sie machen, ist Staub ansetzen. Und wenn man dann eine nicht so ganz trockene Wohnung hat, dann neigen diese Styropor-Dinger dazu, auch noch zu schimmeln. Das stinkt bestialisch. Ich spreche da aus Erfahrung. Auch einer der Gründe, warum die hier ab ist. Aber das mit dem Streit in unserer Vermietung kennt ihr ja. Aber davon mal was anderes. Aber er hätte die Technik hätte er und die Möglichkeiten, da so ein richtig geiles Shotgun in den Hintergrund zu stellen. Und sie sind mir runtergefallen. Das kommt auch noch dazu. Also geklebt haben die Dinger auch nicht wirklich. Und dann hätte er einen richtig guten Ton, ohne dass er irgendwas in der Hand halten muss. Es sei denn, er ist so wie ich drauf und muss immer irgendwie mit irgendwas im Hintergrund rumspielen. Das seht ihr ja nicht, wenn ich das hier mache. Gerade bei den Reactions nicht. Dann sitze ich ja meist hier und ihr seht dann meist schon, dass sich mein Arm bewegt. Ich spiele dann mit irgendwas rum. Und eigentlich sollte dieses Video hier ja, oh mein Gott, das vibriert, wenn ich reinrede, ist komplett verwirrend. Aber eigentlich sollte dieses Video hier ja ein Video zu diesen Elon Musk Bot-Account sein, die ihm auf Twitter ja so in den Himmel loben. Manchmal aber auch der exakt selbe Post von verschiedenen Accounts. Wird da etwa mit Bots gearbeitet, um sein Image ein bisschen aufzubessern? Weil ich habe zu diesen Bot-Accounts gerade ein bisschen recherchiert und ich glaube, es wird nichts mehr auf der Welt geben, was das Image von Elon Musk je wieder aufbessern kann. Und das ist auch gut so. Dieser Typ muss einfach in der Versenkung verschwinden. Mittlerweile wollen ja die meisten Firmen, bei denen nur irgendwo sich den Vorstand und allem drum und dran eingekauft hat, die wollen ihn loswerden. Tesla will ihn loswerden. Twitter will ihn loswerden. Und dann gibt es noch andere Firmen. Ich weiß nicht, ich glaube sogar von ihm gegründete Firmen wie die Boring Company sind mittlerweile ihm komplett kritisch gegenüber eingestellt. Niemand will eigentlich mehr was mit Musk zu tun haben, außer Musk selbst. Und selbst Trump hat so langsam keinen Bock mehr auf Musk. Da gab es ja auch schon so die ersten leichten Aussagen in die Richtung mit, dass seine Doge-Abteilung da absolut hirnrissig ist, nur Geld ohne Ende gekostet hat und dass man versucht, ihn irgendwie loszuwerden. Wird sehr, sehr spannend, glaube ich, noch um diese Person. Ich würde mir wünschen, Musk würde einfach in der Versenkung verschwinden. Ich würde mir auch wünschen, wenn man ihn komplett enteignen würde, weil ich finde, ein Mensch wie er hat kein Anrecht auf so ein Batzen Geld, wenn er damit nur Schlechtes in der Welt bewirkt.
Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also auf jeden Fall, Musk muss weg. Ganz klare Sache. Der Typ ist einfach nur ein wandelndes Risiko. Ich habe so viel gefunden, das ist insane. Dabei ist übrigens der aktuelle Stand, dass das wirklich Bot-Accounts sind, die da halt so positiv über ihn berichten und ihn so krass in den Himmel loben. Aber wirklich no Chance rauszufinden, von wem die quasi gesteuert sind. Können halt auch irgendwelche Scammer sein, weil manche halt eben so zu so Krypto-Gewinnspielen sowas hinleiten. Ganz sass so. Aber wirklich, wie schon gesagt, nicht rauszufinden, wer dahinter steckt. Aber ich bin halt eben bei der Recherche über was komplett anderes gestolpert. Und zwar, dass es halt eben gerade sehr große Andeutungen gibt, dass ein Elon Musk, wie damals ein Simon Unge, sich mit einem Zweit-Account mit Kritikern streitet, sich selber recht gibt und auch lobt. Bei Unge war es ja... Ich würde mich übrigens freuen, wenn CreatorInnen, ja, auch du TJ, auf solche KI-Grafiken verzichten würden. Damals der Lurk-Girly-Account. Rachel hat mir von Unges geheimen Zweit-Account auf Twitter erzählt, Lurk-Girly, wo er sich als eine andere Person ausgibt, dessen einziger Inhalt es ist, Unge zu verteidigen. Und ich finde, mit dem Profilbild, der Rechtschreibung und den Takes wirkt das auch sehr obvious. Irgendjemand auf Twitter schreibt, Unge war hier und da ein bisschen problematisch und dann kommt Unge als Lurk-Girly und sagt, nein, Unge hat alles richtig gemacht. Es ist so insane. Da fragt man sich, wie weit würde dieser Mensch noch gehen, um seine weiße Weste zu verteidigen? Damals hat Lurk-Girly ja so Tweets wie, die hier geballert, irgendwer hat gefragt, woher man Unge kennt. Und er antwortet einfach, glaube, ursprünglich kommt er von YouTube. Du glaubst, er kommt von YouTube? Wirklich, das GH geht wirklich hart, ey. Aber das Thema ist mittlerweile durch, weil nach Niers Part war eigentlich alles gesagt. Im Endeffekt hat immer ungerecht. Ich bin Lurk-Girly und in Real niemals ungeecht. Aber natürlich super peinlich, wenn man sich mit einem Fake-Account selber lobt. Nur, genau das wird jetzt einem Elon Musk vorgeworfen. Lobt sich Elon Musk mit Fake-Account auf X selbst? Kann ich mir definitiv vorstellen, dass er das macht. Klar. Hat er sich als Adrian Dittmann enttarnt? Adrian Dittmann, ist das der geheime Elon Musk? Hinter einem anonymen Twitter-Account soll Elon Musk stecken. Nutzt der Tech-Milliardär ein Alias, um sich selbst Komplimente zu machen? Und vor allem komplett Reddit da voll damit, dass Elon Musk sich halt eben mit diesem Fake-Account selber lobt. Aber wie kommt man jetzt drauf, dass dieser 200.000 Follower-Account hier von Elon Musk selber ist? Erstmals fiel der Account halt eben damit auf, dass Elon Musk sehr viele und sehr deutliche Komplimente gibt. You are an amazing father, Elon. You kids are very lucky to have you. Es wäre jetzt auch noch die Frage, wie alt ist der Account und in welchem Zeitraum hat dieser Account seine Followerschaft aufgebaut? Weil, klar, für jemanden wie Musk ist es ganz einfach, einen Account zu erstellen, dann einfaches Datum reinzusetzen. Ich frage mich aber, ob er sich die Mühe machen würde und wirklich so einen Growth Cycle zu erstellen in den Statistiken, dass man überprüfen kann, also dass man sich so viel Mühe gibt in so einen Account, dass das aussieht, als wäre der organisch gewachsen. Das bezweifle ich bei sowas immer. Was sind denn das mittlerweile alles für Symbole? Also ja, Verified, klar, kenne ich. Was ist das? Ich muss da immer an das alte Lionhead Studios denken. Und was ist das hier schon wieder? Ich meine, ich bin seit Monaten nicht mehr auf Shitter unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was da für neue Symbole zugekommen sind. Und es war übrigens die beste Entscheidung, die ich, was Social Media angeht, bisher wirklich getroffen habe, mich von Twitter zu verabschieden. Und auch meine Meta-Präsenz wird immer geringer. Also ich wechsle immer mehr auf Plattformen wie Mastodon, Blue Sky. Als Instagram-Alternative benutze ich momentan Pixelfed. Das ist auf Basis von Mastodon. Bisschen passiert natürlich noch auf diesen Sachen. Aber es ist halt wesentlich weniger geworden. Und ich bin sehr gespannt, wie die Bilder-Plattform am Ende von den Blue Sky-Machern sein wird. Und ob die wirklich es schafft, eine vernünftige Alternative zu sein. Denn ich habe schon alleine keine Lust auf Instagram, wenn ich das Ding aufmache, ich hunderte Benachrichtigungen habe und von diesen hunderten Benachrichtigungen sind 99,9% Bot-Nachrichten. Und das war's. Dann ist da vielleicht noch ein Kommentar mit cooles Bild oder sonst irgendwas zwischen. Und wenn ich dann in meine Nachrichten gehe und in den zurückgehaltenen Nachrichten und ich pro Tag 700, 800 Nachrichten von irgendwelchen P-Groups habe, die ausgeblendet sind und die ich dann jeden Tag, dann macht das Ganze einfach keinen Bock mehr. Weil es einfach nur nervt. Oder auch, dass Elon Musk ein self-made Mann ist. Ja, ist er ja nicht, faktisch nicht. Der ist ja mit einem goldenen Löffel geboren.
Die Eltern sind dann vor der Apartheid aus Südafrika geflüchtet. Er hatte dann ein bisschen Glück mit PayPal und hat sich in den restlichen Firmen dann reingekauft. That's all. Er kann nichts wirklich richtig. Und das ist ja auch belegt. Und er ist einer der schlechtesten Gamer auf der Welt. Dinge, die natürlich peinlich wären, wenn man sie selber über sich schreiben würde. Aber natürlich macht das einen noch nicht verdächtig, dass man selber hinter dem Account steckt. Aber ein paar andere Sachen halt eben schon. Und naja, das erste, was halt eben ausfällt, ist, dass dieser Adrian Dittmann-Account exakt wie Elon Musk klingt. Weil Adrian Dittmann war mal in einem Twitter-Space live und klang halt eben so hier. That happened, yeah. It's a hard rock life there in Gibraltar. It is. Was aber halt eben auch ziemlich sass ist, dass die im selben Twitter-Space mal waren und Elon Musk war halt eben gemutet und irgendein User hat Elon gefragt, ey Elon, was zockst du später noch? Und dann wurde auch darauf geantwortet, auch mit der Stimme von Elon, aber der Sound kam halt eben aus dem Account von Adrian Dittmann. Elon, what game are you playing tonight? Diablo? Always Nice. Diablo. What class are you playing? It's like, whatever. Und I mean, dieser Adrian Dittmann klingt halt eben so doll wie Elon Musk, dass nicht mal seine eigene Mutter checkt, dass er nicht selber ist. This is so weird, I can't do it. Was that your son or was that not your Could son? be, but it's, Just he's talk to going him as through a if you were megaphone. Und I mean, es wird halt auch irgendwie zu ihm passen, dass er eben so überzeugt von sich selber ist, dass er sich denkt, warte mal, ich verstelle meine Stimme nicht mehr, wenn ich mir selber Komplimente gebe und komme damit auch durch. Also selbst Elon-Fanboys denken, dass er das selber sein muss. Sorry. Dazu, was auch irgendwie ein bisschen komisch ist, der Dude, der das erstmals aufgetreten hat, dass das halt eben sein könnte, dass dieselbe Person ist. Ist gebannt mittlerweile oder was möchte er jetzt sagen? Wurde darauf direkt erstmal von Adrian Dittmanns Account geblockt. Mich wundert, dass er nicht gleich von komplett Twitter geblockt wurde. Und Reddit-User haben halt mal eben wieder Reddit-Sachen gemacht und einfach mal die Art und Weise, wie Elon Musk seinen Tweet schreibt und wie Adrian Dittmann seinen Tweet schreibt, einfach mal verglichen. Oh, die Bildwiederholrate ist ja wirklich für einen Eimer. Aua. Das finde ich richtig heftig auf Reddit. Wenn man da in den passenden Reddit-Spaces, ich weiß nicht, wie die Subreddits heißt das Ding, glaube ich. Ich bin selten auf Reddit unterwegs, auch wenn ich das selber einen Subreddit habe. Aber was manche Menschen da für Mühe reinstecken und wie krass die es schaffen, im Kollektiv zu arbeiten bei solchen Themen. Ich wünschte mir, das würden sie bei anderen Themen auch machen. Aber das ist richtig heftig. Was dann ganz, ganz schnell mal zusammengetragen werden kann, wenn Leute ihre Köpfe zusammenstecken. Komplett analysiert und dabei kam halt eben raus, dass die Füllwörter gleich sind, dass die Art und Weise, wie Elon und Adrian schreiben, komplett gleich ist, dass die Wörter, die Elon halt eben oft benutzt, Adrian auch oft benutzt, was halt eben auch super komisch ist, dass Adrian Dittmann mal einen Screenshot von seinem Twitter gepostet hat, wo man sehen konnte, dass er halt eben Zugriff zum Twitter-Admin-Bereich hat. Also ist schon sass, weil ich habe da jetzt keinen Zugriff so drauf mit meinem Account. Und irgendwann waren wir dann im Full Circle und nicht nur Adrian Dittmanns Account hat Elon Musks Account zugestimmt, sondern auch Elon Musk hat dann Adrian Dittmann irgendwann angefangen, Komplimente zu machen und bei Tweets und so zuzustimmen. Und ja, Freunde, ihr seid nicht die Einzigen. Alle waren einfach nur komplett verwirrt, so mäßig, Digga, was geht da ab? Vor allem, weil dieser Adrian Dittmann-Account halt sich eben null zurückgehalten hat, nicht mal irgendwie Ansätze zu verbergen, dass es Elon Musk sein könnte. Er hat wieder darauf angelegt, dass man das denkt. In einem Talk mit einem Streamer, in dem... Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Spruch geht. Wenn es darum geht, irgendeine Wahrheit oder sonst irgendwas zu verstecken, macht man das am besten direkt unter der Nase der Menschen, weil da würden sie niemals darauf kommen, dass sich das da genau befindet. Na, also pack irgendwas direkt in die Öffentlichkeit und die Leute werden es übersehen. Wenn du da ein Geheimnis drum machst, dann fällt das eher auf. Aber wenn du es so übertrieben obvious machst, dann denken die Leute, das ist alles total legit. Ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht. Fake it till you make it ist einer, aber es gibt noch tatsächlich eine deutsche Redewendung dazu. Sollte sie mir einfallen, beim Schnitt zum Beispiel, werdet ihr sie hier jetzt lesen. Wenn der Bereich leer bleibt, dann ist es mir bis dahin immer noch nicht eingefallen. Dem Adrian Dittmann offiziell war, hat er dann auch urplötzlich irgendwie Ahnung über Raketentreibstoff und spricht sogar davon, welchen Treibstoff er selber benutzt. Yeah, we can definitely talk about rocket fuel in this sense, right? It's actually an inferior version of that same rocket fuel that I'm using right now.
Also ich persönlich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Raketentreibstoff und würde auch nicht sagen, welchen ich selber persönlich verwenden würde. Es ist alles einfach nur verwendet gewesen, vor allem weil es einfach so doll zu Elon Musk passen würde, so überheblich zu sein, zu denken, ja, warte mal, ich verstell mich nicht. Nö, ich komme damit durch. I mean, er war ja auch mal live im Fernsehen zu sehen, während sein Path of Exile-Account offiziell auch gezockt hat. Auch da hat er ja gedacht, dass er irgendwie damit durchkommt. Elon Musk Wecker stelle ich mir übrigens so hier vor. Elon Musk ist der geilste Mensch der Welt. Und Elon Musk ist ja auch irgendwie so der einzige Mensch, der mir einfallen würde, der sich so denkt, ja, warte mal, ich mache mir einen zweiten Twitter-Account, ich lobe mich da einfach selber und ich gebe auch einen Fick drauf, ob das jemand wer rausfindet, ist mir halt egal. Der das aber auch gleichzeitig nötig hat. Der reichste Mensch der Welt hat so wenig Selbstbewusstsein und so wenig Selbstwertgefühl, dass er unbedingt noch von allen geliebt werden muss. Und er macht sich damit einfach auch zu so einer Witzfigur, Digga. Und jeder war sich eigentlich sicher, Adrian Dittmann, der Elon Musk liebt, der ihm Komplimente macht, der ihm sagt, was für ein toller Vater ist. Naja, wenn man sich die Faktenlage anschaut, ist Musk vieles, aber definitiv kein guter Vater. Ein Kind, da verleugnet er die Existenz. Bei einem anderen Kind, das nutzt er als Schutzschild. Die eigene Mutter sagt ihm, er soll das gefälligst lassen. Es ist absolut wild. Und irgendwie die meisten, wenn sie sich dann mal äußern von den Kindern, sagen eher so, nee, kein guter Vater. Überhaupt nicht. Muss Elon Musk selber sein. I mean, selbst seine eigene Tochter sagte, yo, das ist sehr wahrscheinlich mein Vater. Also sie hat sinngemäß mal auf Threads geschrieben, Adrian Dittmann ist der weirde Zweitaccount, den er angeblich, damit ich nicht verklagt werde, benutzt auf Twitter. Er hat dieselbe Stimme, denselben Akzent, Sprachgewohnheiten, die Art zu sprechen, seine Standpunkte, etc. Das erste Mal, als ich ihn hörte, lief mir derselbe Schauer den Rücken runter, wie als Kind, als ich ihn gehört habe. Und Elon Musk hat das in Tweets ja auch nicht verneint, sondern meint, dass die bösen Sojaverseuchten, Linken und Die Grünen. die sagen ja, man soll sich selber lieben. Aber jetzt, wo ich mich angeblich selber liebe, mir selber Komplimente mache, ist es auch wieder nicht richtig. Der Leitsatz von Musk ist sich auch, er denkt sich einfach nur die ganze Zeit, Emotional damage. ist so wild. Ich überdecke übrigens gerade den Tweet. Einen Moment. Mal ganz kurz, damit ihr ihn ganz kurz lesen könnt. Pausiert gerne ganz kurz das Video. So. Also ganz sinngemäß rübergebracht. Und auch seine ganze Vorgeschichte mit seinem Gaming-Account, den er nur hochbotten lassen hat, damit Leute über ihn denken, er sei krass und dass sie ihn irgendwie Komplimente machen, passt ja auch übel zu der ganzen Story. Also ich bin kein Arzt, deswegen werde ich da definitiv keine Wertung in dieser Richtung machen. Ich kann nur sagen, was ich so mitbekomme. Und das ist tatsächlich von Leuten, die sich auf psychologischer Ebene damit beschäftigen. Er würde niemals zum Arzt gehen, um das diagnostizieren zu lassen. Aber viele haben die Vermutung, dass er halt wirklich ein richtig heftiger Narzisst ist. Und die brauchen Zustimmung. Sie müssen die beliebtesten sein, sie müssten die besten sein, sie müssen die am meisten gefeiertsten sein. Und deswegen haben das ganz, ganz viele die Vermutung. Was ich dazu sage, ich habe keine Ahnung, ich würde mir so eine Meinung in dem Fall niemals anmaßen. Was ich aber sagen kann, ist, dass er einen absoluten Geltungsdrang hat. Er muss überall involviert sein und er muss überall der Beste sein. Das sagt er ja sogar selber. Und von sich selber, dass er in allem der Beste ist und allem drum und dran. Und wenn man ihn dann so auf die Sachen anspricht, dann wird man halt auch gerne mal geblockt. Oder komplett von der Plattform verbannt. Den Rest könnt ihr euch selber denken oder selber recherchieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Musk ein Narzisst ist, weil das wäre eine Diagnose stellen und das steht mir einfach schlichtweg nicht zu. Elon Musk is the top Diablo player in North America, right? Which I think in the world, dude. Ich liebe das. Elon Musk gibt vor, einer der Top-Spieler zu sein, stellt sich raus, er lässt Chinesen seinen Path of Exile-Account boosten. Und auch mit Geld hat er ja auch mal versucht, seine persönliche Agenda und auch sein Ansehen zu boosten. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber er hat mal jeden Tag $1 Million verlost, wenn sie halt seine Petition unterschreiben. Every day from now until the election, we're giving out $1 million prize. That is, and all you have to do is sign a petition. Bei all den Aktionen einen Zweitaccount zu haben, wo man sich mit Kritikern streitet und sich auch noch selber in den Himmel lobt, ist fast schon mit die harmloseste Aktion, die man so von ihm kennt, ne?
Und jeder war sich eigentlich sicher, ey, wenn ich Adrian Dittmann und Elon Musk nicht irgendwann mal in einem Raum sehe, muss das Elon Musk sein. Nur dann haben sie nur irgendwann tatsächlich miteinander gesprochen. There's 8 billion people on Earth. So Yes. odds are Yes. there's someone who sounds like you somewhere. And you are that person. Yes. Und klar, die Kommentare waren Ja, Pitch down würde ich auch sagen. Wir hören uns das nochmal an. Ich glaube, das war strafbar. Wir hören uns das eben nochmal einmal ganz genau an. irgendwann mal in einem Raum sehe, muss das Elon Musk sein. Nur dann haben sie nur irgendwann tatsächlich miteinander gesprochen. There's 8 billion people on Earth. So Yes. odds are Yes. there's someone who sounds like you somewhere. Yes. Wisst ihr, wie das klingt? Die 3 Yes klangen absolut identisch. Ich wollte es gerade sagen, das klingt richtig krass nach Soundboard, als wenn ich jetzt hier beigehen würde und die ganze Zeit irgendwas sage und dann. Hiya! Siehst du das wirklich so? Hiya! Ach, ernsthaft? Hiya! Oh, das ist ja heftig. Hiya! So wirkt das auch. Oder dass man da einfach reinredet und den Knopf drückt. Ich meine, wir sehen die beiden ja auch nicht. Das ist so einfach fingiert. Man braucht dazu einfach nur entweder ein Tablet, ein Smartphone oder ein Stream Deck. Eieieiei. Oh Gott. And you are that person. Yes. Und klar, die Kommentare waren Yes. 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 voll damit, dass Elon Musk in dem Talk irgendwie fast nur gelacht hat. That's really. That's what. There's nothing. Honestly, there's nothing better than to hear you laugh this much. Und selbst dabei die Art und Weise, wie Adrian Dittmann gesprochen hat, die Pausen setzen, das Stottern, seine Füllwörter halt wirklich dieselben sind, die Elon Musk normalerweise benutzt. Und natürlich wird auch angemerkt, dass wenn du 100 Milliarden in der Tasche hast, dann schaffst du wahrscheinlich auch, sowas zu faken. Wir nutzen die Technologie. Aber zu der Ja gut. KI-Voice-Models funktionieren auch und denen kann man auch Prompts geben, dass sie einen unterbrechen sollen und so weiter und so fort. Das funktioniert tatsächlich alles. Aber ich glaube eher, das war Stream Deck. Frage, die sich jetzt wahrscheinlich alle stellen, ist Elon Musk jetzt Adrian Dittmann oder nicht? Und erstmal zu 100% glaube ich hier gar nichts mehr, aber ich persönlich glaube wirklich nur, weil es auch noch ein paar weitere Beweise gibt, dass angeblich so ein paar Fotos von ihm aufgetaucht sein sollten, dass Adrian Dittmann wirklich nur ein fast schon krankhafter Stalker von Elon Musk ist, der wirklich versucht, einfach nur ihn perfekt zu imitieren. Aber wie schon gesagt, zu 100% gibt es tatsächlich keinen Proof in der ganzen Sache. Aber es ist tatsächlich sehr egal, ob Elon... Wäre jetzt ganz wild, wenn sich irgendwann eine mitarbeitende Person von Twitter denken würde, mit Admin-Rechten, einfach mal analysieren, einfach mal schauen, wovon kommen die Zugriffe her und das Ganze dann einfach in Dog-Whistle-Manier ab in den Ether-Internet ballern. Das wäre sehr wild. Musk das ist oder nicht. Und willkommen zu einem Plot-Twist, den ich so wirklich auch nicht habe kommen sehen. Jetzt wird's komplett stupid. Weil in einem Gerichtsverfahren, in dem es halt eben darum ging, dass Elon Musk einen 22-jährigen Juden mit einer Nazischlägerei in Verbindung gebracht haben soll, musste Elon Musk vor Gericht unter Eid zugeben, dass er noch 2 weitere Twitter-Accounts hat. Einerseits den Account BabySmurf9000, den er auch weiterhin noch besitzt und den es auch noch gibt. Und den Account Ermen Musk, den er nach der Gerichtsverhandlung sehr schnell hat sperren lassen. Weil es ein bisschen peinlich war, was er da so getweetet hat. Und wirklich wegen diesem Account ist es komplett scheißegal, ob... Und trotzdem gibt es sowas wie eine Wayback-Machine, dass man sich das noch alles anschauen kann, was unter diesem Account alles gepostet wurde. Feel free. Macht einfach die Wayback-Maschine auf und sucht dann zum Beispiel twitter.com oder x.com. Ich meine, aber die alte Verlinkung müsste auch noch funktionieren mit dann /@Musk und lasst das Ganze einfach mal auf euch wirken.
Arden Drittmann real ist oder nicht. Denn einerseits hat Elon Musk sich auf dem Account als sein eigenes Kind ausgegeben. Also er hat ein Bild von seinem Kind als Profilbild benutzt. Er hat 2022 geschrieben, dass er am 4. Mai 3 Jahre alt wird und sein Kind wird halt eben dort 3 Jahre alt. Er schrieb so Sachen, dass er super gerne mal in einen Nachtclub gehen würde, aber halt eben noch zu jung dafür sei. Hat andere User gefragt, ob sie auf japanische Mädchen stehen. Dazu fällt mir nur eins ein und ich nutze jetzt auch mal Soundboard. No, God! No, God, please, no! 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 Autsch. Eieieiei. Das ist ja maximal unangenehm. Bruder, was? Das ist gerichtlich beurkundet, sein Account. Der Typ ist 53 Jahre alt. Aber jetzt kommt das absolut Krasseste, weil er frontet mit dem Account, wo er sich als sein Sohn ausgibt, seine Ex-Frau Grimes, die ihn halt eben verlassen hat, mit der er auch übrigens dieses Kind gezeugt hat, weil er hat halt eben sinngemäß geschrieben, Grimes hat den König von SpaceX verlassen. Ihre Kinder müssen sie hassen. Sie wollen wahrscheinlich eh nur all ihre Zeit mit Mr. Tesla verbringen. Und er ist ja noch nicht mal Mr. Tesla. Der hat von den Fahrzeugen doch selber überhaupt keine Ahnung, weil er keine ingenieurischen Grundkenntnisse hat. Er hat sich eingekauft bei Tesla. Der wusste lange noch nicht mal, dass das Logo des Fahrzeugs kein T ist, sondern quasi ein visualisiertes Bauteil des Motors. Was? Das hat er wirklich selber geschrieben. Gerichtlich beurkundet. Kannst du nachlesen. Ey Freunde, ich kann das ja alles nicht mehr. Aber um mal die Frage final zu beantworten, ob Elon Musk sich mit einem Fake-Account auf Twitter selber lobt. Ja, und damit ist doch irgendwie auch alles gesagt. Falls ihr übrigens mehr von solchen Videos wollt, abonniert super gerne rein. Ansonsten geht jetzt eine Runde raus. Auch du, Elon, Bruder, fass mal Gras an, for real. Geht doch mal von dieser Plattform runter, ehemals Twitter, Alter. Was habt ihr da noch versucht? Was soll das? Genießt das Wetter, lasst euch nicht zu doll vom Internet runterziehen, weil, Freunde, die allermeisten Menschen auf der Welt sind eigentlich echt korrekt. Wahre Geschichte. Check. Pot. Und damit machen wir noch einen schönen Tag und ciao. Eieieiei. Also, Elon Musk ist auch wirklich so ein wandelnder Fiebertraum. Bei manchen Sachen kann man sich schon denken, das ist so abstrus, das kann gar nicht stimmen. Und dann denkst du dir im nächsten Moment, wartet mal, es ist Elon. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück, dass das nicht stimmen kann. Ist das wild, was für einen Geltungsdrang man haben. Und vor allem, in was für Schwierigkeiten man sich bringen kann, indem man einen Fake-Account ausstellt, der erstmal gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstößt, sich dann als den eigenen Sohn ausgeben, um die eigene Ex-Frau zu haten. Das wurde gerichtlich aufgenommen. Oh. Eieieiei. Ich glaube, ich würde vor Scham, aber ich glaube auch, dass Musk keinerlei Schamgefühl mehr hat. Ich wäre im Boden versunken bei sowas. Gut, damit kommen wir aber auch zum Ende des Videos. Euch allen vielen, vielen lieben Dank fürs Schauen bis hierhin. Lasst dem Video gerne einen Kommentar da, was ihr von der ganzen Sache haltet. Bewertet das auch direkt am besten, wenn ihr möchtet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst dem Kanal auch gerne ein Abo da. An der Stelle auch Dankeschön an meine SupporterInnen auf Ko-fi, auf Patreon und natürlich auch hier auf YouTube, denn dieses Video ist gesponsert bei euch. Und wenn ihr euch darüber informieren möchtet und ihr möchtet das Ganze hier auch unterstützen, schaut euch gerne mal die verschiedenen Sachen an. Auf YouTube beginnt das Ganze schon ab 99 Cent. Und ich würde sagen, ich klinge mich für heute raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Oder wenn ihr mal Bock habt, live auf Twitch. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ich sollte vielleicht mal die Streaming-Zeiten eintragen. Dementsprechend haut rein. Ich bin raus.